voll integrierte von Pilote. Ja, hier ist er eine Sensation, sagt der Roland. Ein voll integrierter von Pilote. Er liebt ihn, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem Fahrzeug, sagt er, ist phänomenal. Und wir werden ihn mal komplett vorstellen, von innen, von außen, von oben, von unten. Der G740C Sensation Modell, Jahr 2020. Er ist sofort verfügbar, 82.900 Euro. Das hier sind die Details mit drin und ja, das ist die Fahrzeugbeschreibung. Wir stellen mal heute das Fahrzeug vor. Wir haben kein Geld dafür bekommen. Wir wollen einfach mal ein bisschen was vorstellen, denn ihr wart dieses Jahr nicht auf der Messe in Düsseldorf. Das waren wir nicht. Also Pilot, wie viele andere, hat wegen der Corona-Geschichte abgesagt. Und aus dem Grunde haben wir während der Messezeit und eine Woche danach auch noch hier eine eigene Hausmesse gehabt, die sehr stark besucht worden ist und es ist unbeschreiblich viel verkauft worden. Ja, hier ist die Steffi, grüß dich. Hallo. Ja, der Roland ist ein netter. Der kennt sich gut aus in Wohnmobilen, ist Camper, hat im Wohnwagen gewohnt, ganz, ganz lange. Jahre, ne? Wahnsinn. Jahre, aber nur die Woche über. Ich bin zum Wochenende schon mal nach Hause gefahren. Ne? Okay. Aber meine trotzdem. Familie ist dann viel dahin gekommen. Mein Sohn ist quasi auf dem Campingplatz groß geworden, wie so viele, die Camping machen und haben Kinder dabei. Für die ist das so, die Eltern haben endlich mal Urlaub. Die Kinder sind da, die gucken, was alle in der Nähe ist, treffen sofort Freunde. Und die Eltern, die so kleine Kinder dabei haben, dann kommen dann direkt 2 11-jährige, 12-jährige Mädchen und sagen, ach, wir finden ihren Johannes so süß, können wir auf den aufpassen. Und dann haben die Eltern plötzlich Urlaub. So ist das, denn ich sag mal, ab einem gewissen Alter können die Kinder nämlich sich auf dem Campingplatz relativ frei bewegen. Wir haben eine Version mit Queensbett. Das werden wir heute mal zeigen. Das ist in Frankreich, Pilote kommt aus Frankreich, eine unglaublich beliebte, ich sag mal, Version, die in Deutschland mit den Längsbetten, es hat einige Vorteile, das werden wir gleich mal sehen. Das ist das Fahrzeug von der Seite, viele Klappen hat man mit drin. Der G740 Sensation als voll integrierter auf Basis Fiat Ducato. Ja, und so sieht das Fahrzeug von der Seite aus. Das was haben. So, gehen wir mal kurz rein. Sie warten schon auf mich, denn der Stauraum ist das Allentscheidende und das Thema Stauraum ist ganz wichtig. Du bist im letzten reingeklettert, würde das hier auch gehen? Wird hier auch gehen. Ja, das Heck. Roland, komm mal kurz her. Ja. Das will ich mal kurz zeigen. Da haben sich wirklich mal was ganz Neues einfallen lassen. Ne? Das hat jetzt hier eine LED-Beleuchtung hinten. Ja, das hier sind LEDs. Das sind LEDs. Das sind LEDs. Die auch Verschiedene Farben, verschiedene Farben, also Blinker, Bremslicht und was weiß ich auch immer. So, wenn ich den mal schrotte hinten, hat es den Vorteil, das sind Module hinten, also da, wo es am meisten wehtut, kann man tauschen. Die kann man tauschen. Das Ganze ist ja, das ganze Profil ist hier verklebt hier an den Seiten. Aber hier unten, das ist also Aluminium. Und das hat den großen Vorteil, dass das also irgendwann mal, wenn man einen kleinen Crash hat, auch repariert werden kann. Man muss also nicht so eine ganze Plastikgeschichte austauschen. Umlaufend, Decke, Boden, Wände, alles in GFK, Polyester beschichtet. Da zieht keine Feuchtigkeit ein. Das Überhaupt nicht. Ich habe keine Nässe-Nester und wenn ich mal irgendwo in so einem Ast hängen bleibe, da wo Loch ist, ist Wasser. Wenn Loch weg ist, ist Wasser auch weg. Es ist nicht so in doppelten Wänden, wo es hinlaufen kann. Da vorne sieht man Rückfahrkamera. Genau. Ganz wichtig, immer mitbestellen. Absolut. Ihr habt die bei den Lagerfahrzeugen immer mit dabei, oder? Haben wir immer. Also wir verkaufen keine ohne, im Prinzip. So ist es. Ja, jetzt kommen wir mal zu dir. Du musst nicht mehr rein, denn wir haben hier was Besonderes. Das ist ein Queensbett, das kann man absenken. Unvorstellbar. Ich schalte mal eben kurz. Also man hat auf Mach jeden mal. Fall, Du hast einen riesen... Ja, ich würde dann... Vorsicht, dein Kopf. man hat wirklich viel Platz. Steffi Aber aus Düsseldorf. Ja. Also das riecht auch total schön, ne? So nach echtem Holz. Und ja, hier kann man auch Fahrräder, also Koffer, Kästen, Wasser, Bier, alles Mögliche. Also hier hat man auf jeden Fall sehr viel Stauraum. Hallo Steffi. Ja? Müssen wir nur ein bisschen aufpassen, denn man kann das Hubbett nämlich bewegen. Okay. Das ist das Starke. Deswegen ist das Rollo hier da. Das bewegt sich quasi mit. Du kannst es hochfahren. Wozu könnte man es denn hochfahren? Was denkst du? Das Bett hochfahren, Ja, das Bett hochfahren. Was hätte das für einen Sinn? dass man besser reinkommt, dass es ein bisschen gemütlicher ist, oder? Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja, Am Rhein, die Wiesen. ja. Da wird gegrillt, gefeiert in Düsseldorf und da gibt es Wege. Was wird da oft drauf gemacht auf den Wegen? Gelaufen. Und? Radfahrer. Fahrrad gefahren. Du kannst dein Fahrräder stehend reinkriegen.
wenn das Bett oben ist. Ach so. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Okay. Das war gemein, ne? Ich bin blond, ne? Das darf man nicht vergessen. Das hat nichts damit zu tun, aber jetzt sieht man, Vorteil ist, Fahrräder kriege ich rein, Roller kriege ich rein. Absolut, ja. Und die Steffi hat jetzt keine Sorgen mehr mit ihrem Kopf. Nein, es geht ziemlich weit rauf und ich habe den Vorteil, ich kann auch im aufgefahrenen Zustand oberhalb schlafen. Das ist eine Rahmenkonstruktion, das ist gigantisch, oder? Unproblematisch. Und der Vorteil, 2 Türen, ich kann von der anderen Seite durchaus was annehmen. Ne? Hier habe ich auch noch ein bisschen Tiefe hier, wo ich noch was verstauen kann. Licht natürlich hier. Das Ganze ist sehr, sehr schön gemacht. Sehr stylisch. Touch. Das ist wirklich alles. Touchscreen. Geht ja heute alles. Und da ist der Rauf- und Runterschalter. Ich zeige mal gerade ganz kurz, weil wir machen es gleich nochmal runter. Ich bleib mal hier. Ich gehe mal kurz rein und zeige mal im Moment das Raumgefühl, wenn das Bett ganz oben ist. Dass man da mal gerade ein Gefühl hat, weil wir werden es gleich mal runterfahren. So sieht das aus, wenn es oben ist. Das ist ungefähr die Höhe. Und das ist dieser Spalt, der jetzt quasi im Moment aufgefüllt wurde. Roland, wenn du mal so lieb bist, dass du mal runterfährst. Ja. Zeigen wir es mal gerade. Cool. Was, man kann auch hoch drauf schlafen. Der Vorteil ist natürlich, wenn es unten ist, ist der Einstieg wesentlich einfacher. Und so kann man problemlos kommen. Aber ich will nicht zu viel vorgreifen. Wir werden gleich mal klären, was ist ein Queensbett, was hat das für Vorteile, so ein Queensbett. Aber zunächst gehen wir noch mal raus, denn ich sag mal, Stauraum ist wichtig. Mach mal bitte zu. Von beiden Seiten kann ich ja beladen. Ich habe 2 Türen mit drin, serienmäßig. Ja, 2 Türen sind drin. Auch hier besteht die Möglichkeit, wenn man das möchte, auch irgendwann mal in die Tür selber ein kleines Fenster einzubauen, weil manche sagen, separier da mal einen Hund, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind. Das geht. Das geht. Ja, manche haben ja Hunde, die reißen ja dann den Wagen innen auseinander. In Stücke quasi. Ja, soll es geben. Aber frech. Ja, das sind die Bonsai-Hunde, Ja, weißt du, so das etwas sind die. klein. So, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir gucken uns erstmal gerade den Preis an, dass wir sehen. Hier vorne ist die Kühlschranköffnung, die wir drin haben. Da ist auch das Licht draußen. Ich habe eine Beleuchtung. Ja, sage und schreibe 82.900 € für die Ausstattung. Ist das ordentlich? Ja, man muss schon sagen, da ist drin die Rückfahrkamera, Moment, muss ich gucken, die Solaranlage ist drin, TV ist drin. Das sind so die Dinge, die nachgerüstet sind. Ne? Ja, es ist der F44 Heavy. Das bedeutet, ich habe ja hier 4.400 Kilogramm Gesamtgewicht und ich habe über 1 Tonne Zuladung. Das ist natürlich ein Hammer. Ja, da kann man davon auch ruhig ein bisschen zunehmen, wenn man So, möchte. Zuladung. Urlaub zunimmt. Das ist Zuladung. sinnvoll. Großes Thema ist Zuladung. Viele fahren überladen, die haben dann nur so ein paar 100 Kilo, die du mitnimmst. Und das geht so schnell, oder Roland? Ja, und dann bist du irgendwo in Italien und dann kannst du das, was du zu viel hast, rauspacken, irgendwo einlagern oder wie auch immer. Und die Strafe ist heftig. Die Strafe ist sehr heftig. Was? Und noch schlimmer in der Schweiz. Gehört, es geht wirklich in die Hunderte bis Tausende von Euro. Ja. Also wie am Flughafen, ne, wenn der Koffer Was? so schwer ist. Ganz schlimm ist, Sachverständige können feststellen, dass es überladen war. Wenn es zum Unfall kommt, die Versicherung zahlt nicht mehr in zahlt voller nicht Höhe. mehr. Das ist das Problem, ja. Unten mal aufmachen, das Gas? Nee, geht nicht. Geht nicht, Gas. Nee, weil wir da immer Papiere unterbringen, Ah. beziehungsweise Du Fuchs. das Bordbuch. Super. Wenn du mal zumachst, bitte, Steffi. Das ist die Aufbautür von außen. Ich habe ein Fenster mit drin, kann gucken. Das ist verriegelt. zentral verriegelt. Und ein Zweischlusssystem, das wohl Pilot immer bei seinen Fahrzeugen hat. 2 Verriegelungen. Das heißt 2 Verriegelungen. Wir haben nicht diese ganze Geschichte mit einem Flitzebogen als Tür, der sich dann irgendwann Also mal nichts Wohnwagen. Ja, genau. Hier wieder mit Mückenschutz, Fliegengitter. So, ich gehe mal kurz vor, dann beschreibe ich mal den Eingang. Ich habe wieder mal Ambiente-Licht hier drin, ohne Ende, ist heute Standard. Gut gemacht. Klar, gut gemacht, sehr schön. Auch mal mit einem anderen Holz, mal mit etwas hellerem Holz. So, diesmal, das ist eine sehr wohnliche Sache. Anders wie bei Le Voyageur, wo ja alles sehr weiß ist. Hier schon mehr Holz, mehr Gardinchen, ein bisschen wohnlicher, das wollen die Leute, oder? Das Viele. wollen die Leute, das ist ein bisschen beige gehalten, ich sag mal. Wobei, das Helle wollen die Leute. Es ist hell, gar keine Frage, aber es ist eher so cremig ein bisschen. Genau. Hubbett habe ich mit dabei, ein großes, das ist hier oben drüber. Ich kann die
Sitze prima drehen und habe jetzt hier quasi eine Rundsitzgruppe, die ich mit den Sitzen dann ergänzen kann. Der klassische Aufbau quasi vom Wohnmobil. Genau, mit der Seitensitzgruppe, so wie das im Prinzip ein bisschen Standard ist. Eine Küche ist mit drin, eine große, die werden wir gleich mal euch mal zeigen, wie die geht. Das Ganze mit indirekter Beleuchtung, mit einem sehr, sehr offenen Raumgefühl. Das muss ich direkt mal sagen. Also was mir direkt auffällt, ist wirklich, dass das Raumgefühl hier ist ganz, ganz offen dadurch, dass ich hier durchschauen kann. Und alles ist sehr, sehr verbunden. Das heißt, wenn jemand kocht, der ist nicht abgeschlossen. Nee, vor allen Dingen, wir haben hier auch bei der Oberfläche hier von der Haptik her einen sehr schönen Kunststoff, der so ein bisschen matt ist. Der korrespondiert auch gut mit der Rückwand. Auf Wunsch hier in dem Fahrzeug eben halt mit Abzughaube bzw. mit einem Filtersystem. Das ist jetzt Umluft wird gefiltert über einen Aktivkohlefilter. Hier haben wir so ein bisschen Gewürzborscht. Oh, das sind ja immer so Überraschungen, die ich toll Nochmal finde. rein raus. Unten auch, nee. Ja, und nicht, aber hier. Ja. Boah, was für Ideen die Nice, kommen. ja, mega. Es ist dann auch stylisch, dadurch ist die weiße Wand so ein bisschen verdeckt. Cool. Es gibt viele, die sagen, das mit den Vorhängen gefällt mir gar nicht. Das kann ja jeder im Prinzip machen, wie er möchte. Aber sind er so- verdeckt dann hier zum Beispiel dann auch. Farbe könnte man im Prinzip noch umgestalten. Die kann man umgestalten. Ja. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten dazu. Ne? Also die Farbe wird im Grunde genommen bestimmt durch die Gardinchen, die drin sind. Wenn ich da blaue reinmache, habe ich ein blaues. Mehr nicht. Mehr nicht. Sag mal als Cockpit, hier wieder voll integriert. Voll integriert. Im Moment läuft WDR 2, sehe ich gerade, ne? Westdeutscher Rundfunk. Na, danke schön. Gut, Saarland-Fernsehen kriegt man ja sowieso nicht, also nur bei Internet. Und Aber diejenigen, die andere Radios haben, so wie wir hier auch in den Fahrzeugen, die können ja auch, glaube ich, sogar Saarland hier empfangen. Ne? ja, DAB Plus, beziehungsweise über 5G, 4G, was weiß ich, da geht alles. Ich habe eine extra Aufbautür mit elektrischen Fenstern. Das bedeutet, ich kann an der Mautstelle einfach auch mal aussteigen. So ist das. Und vor allen Dingen, wenn man irgendetwas isst, ne? Du hast eine zweite Tür. Der ist die zweite Tür da. Ne? Wir haben auch wieder hier seitlich die Rückfahrkamera. Hier haben wir jetzt ein Schaltgetriebe. Gibt viele, die bestellen noch mit Schalter, ungefähr die Hälfte. Ja, kann man sagen. Also vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil die meisten scheuen sich dann nochmal eben halt so rund 4.500 Euro für auszugeben. Ne? Kriegt man später wieder, muss man sagen. Also das Geld ist nicht weg. Das Geld ist nicht weg, im Gegenteil. Ne? Also ich sag mal, auch diejenigen, die sagen, ich möchte kein Hubbett haben, so wie hier. Ne? Also Dann ist das Raumgefühl natürlich ganz anders, oder? ja, da sind Schränke dann da. Das wäre jetzt hier nochmal der Fallschutz. Ne? In Aktion gesehen. Auch hier haben wir wieder gemütlich, wie alle. eine große Hat was, Fläche. wie so ein Himmelbett oder wie so ein Doppelbett Die früher. Beleuchtung hinten ist cool. Ja, die Beleuchtung ist Hier cool. bei Fiat einfach, also das ist so ein Fehlbild von mir. Das finde ich hier cool, weil hier habe ich jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen was zu machen. Ich kann also mein Handy hier oben einklemmen, wenn ich das möchte. Oder ich kann, wenn ich ein Tablet habe, das ist jetzt hier, das kann ich dann hochklappen, das kann ich dann so einklemmen. Bist du auch Hundebesitzer? Guck. Das war Anton. Das war Anton, Das war Anton. 13,5 Jahre ist er geworden. der Der Whistler. Whistler und ist dann in den Hundehimmel. Die Fahrhaus-Klimaanlage ist drin, der Anschluss ist gut gemacht. Also das hier ist ja das Originalfahrerhaus, geht bis hierhin und dann kommt der Anschluss rechts. Genau. Das heißt die Verbreiterung. Dann haben wir hier nochmal Ablageflächen. Also das ist hier sehr aufgeräumt. Ne? Auch hier Multifunktionslenkrad, auch wieder höhenverstellbar, allerdings nicht neigungsverstellbar. Aber für viele große Menschen ist ja dann eigentlich ein voll integriertes Fahrzeug eigentlich die richtige Wahl. Ne? Das Hubbett, deine Empfehlung, wenn ich das Enkelchen einmal im Jahr mitnehme, brauche ich es nicht. Also dann lieber Schränke. Im Prinzip nicht, aber wobei die Schränke haben, sind teurer. Die kosten über 1.500 Euro mehr, weil die extra gefertigt werden müssen. Die liegen nicht auf Lager, weil die ist keine Option. Das ist eine Sonderanfertigung. Ja, weil ich brauche das Hubbett nicht so oft, aber wenn man es braucht, hat man es. Ich würde es aber trotzdem machen, weil im Krankheitsfall oder beim Wiederverkauf hat das einen Vorteil. Ich habe ein ganz anderes Klientel. Ich spreche Familien mit an, ne? Und nicht nur Einzelfahrer. Ne? Hier auch hier Pilot, wieder schön bestickt. Ich sag mal, das macht das Ganze wertig. Hier in Kombination zum Beispiel mit Stoff ist das eigentlich ganz schön. Made in Europe, nämlich in Frankreich. Du warst Ja. mal im Werk bei Piloten? Ich war nicht im Werk, aber ich war bei einer Händlertagung, ganz frisch. Da habe ich mich drüber gefreut. Als ich hier ganz zu Anfang dabei war, bin ich mit
unserem Verkaufsleiter nach Frankreich gefahren und konnte mir das dann ansehen. Das hat Spaß gemacht. Froschschenkel essen. Ja, heute nicht mehr, habe ich früher gerne gegessen, aber wenn man dann irgend so ein Eis bestellt und kann kein Französisch, dann kann man nur sagen, ich hätte gern das gleiche Eis wie da drüben, Marke Grand Katastrophe, und das hat geklappt. Du bist ja süß. Sag mal, wenn ich jetzt den Sitz drehe hier mit dem Lenkrad, klappt das gut? Das klappt gut, Sag mal. das klappt relativ schnell und ohne große Probleme komme ich hier rum. Gut, die Beine, du bist 1,80 Meter, kein Problem. Das ist kein Problem, kann ich jetzt noch ein bisschen Ich setze zurücklegen. mich jetzt hier mal so gegenüber. Ich passe hier auch gut rein. Der Tisch ist verschiebbar, muss nur gucken, wo habe ich die Verriegelung. Ich merke so ein bisschen, du magst Pilot, oder? Ah ja, ich sag mal, das ist so meine Spezialität, die ich auch auf den Messen verkauft habe. Und es ist so ein Gefühl. Wir sehen das zum Beispiel bei den Einzelbetten. Hier haben wir jetzt mit Queensbett, aber bei den Einzelbetten zum Beispiel haben wir keine Oberschränke, rechts und links am Einzelbett. Und dann fragen die Leute immer, warum? Dann habe ich gesagt, das ist ein Anlehnplatz. Da kann man sich hinlegen. Ich habe nichts, was mich am Kopf stört, und ich kann gemütlich ein Buch lesen. Ich kann zum Beispiel auch ein Kissen drunter legen, Ja, genau. kann mich reinlümmeln in die Ecke. Genau. Okay. Und das ist so, ich sag mal, im Verhältnis zu Les Voyageurs, die ja natürlich eine Klasse anders sind, ist das hier ein Fahrzeug, die eigentlich eine hohe Wertigkeit haben und auch einfach optisch auch sehr schön sind. Ist auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen gemütlicher, ein bisschen mehr so, nenne ich mal so der Standard, nicht ganz so kühl. Also es ist ein bisschen wärmer, oder? Was denkst du, Steffi? Ich fand den anderen natürlich auch toll, muss ich sagen, aber das ist, ja, durch den Stoff wirkt das so gemütlicher oder durch die dunklen Elemente. Und das ist eben die Frage, was man will. Aber hier kann man sich so schön in die Ecke reinmummeln Sag mal. und man hat einen größeren Überblick. Oh, wie süß. Das Schöne ist, wenn du den Tisch mal ein bisschen wegmachst, dann kann die Steffi nämlich die Beine, gut, du bist nicht die Größte, das ging sogar auf dem Bereich, aber du hast ja noch einen. Das heißt auch hier, Ich könnte tatsächlich hier auch schon fast schlafen. Ja, das geht. Steffi, du weißt, warum ich das zeige. Denn man kann nämlich Folgendes machen. Wenn man hier sitzt und man ist hier auf dem Sitz und guckt Fernsehen, dann kann man nämlich hier locker die Beine drauflegen, Ja. wenn die Schuhe nicht an sind. Und das Gleiche geht auch hier. Genau. Ich kann das hier sitzen, kann hier die Beine drauflegen und habe, was ganz toll ist bei Pilote, hier einen Tresen, einen kleinen. Guck mal. Ja. Ah ja, sehr schön. Ja, da kann ich also meinen Gin Tonic abstellen und kann gemütlich. Der eine fährt, der andere trinkt, ne? Oder wie ist Ist ja zulässig. Wenn der Ja. Pferd nicht trinkt, dann sag mal, der darf ja nur nicht fahren. So, jetzt auch hier habe ich die Gurtplätze direkt hier. Das heißt, hier muss ich nichts umbauen. Sitze hier ordentlich mit Dreipunktgurten angegurtet und habe hier so vom Raumgefühl, wenn ich hier sitze, schon ein tolles Gefühl. Das ist sehr schön. Vor allen Dingen habe ich auch hier die Möglichkeit, eben halt zu verdunkeln in jeder Form. Vorne, hinten, überall. Vorne, hinten, überall. Und ja, es ist heimelig. Wobei, wenn man wohnt, würde man, also das ist jetzt für den fahrbereiten Zustand, dann kann man einfach die Gurte hinter das Polster bringen und so, dass das Verstecken. Ja, man kann die verstecken. Ja. Dann haben wir dieses Bedienpanel Ja, da vorne. von Experience. Da kann ich im Prinzip alles abfragen. Ich habe jetzt hier auch zum Beispiel, wenn ich AUX einschalte, habe ich dann auch Radio geschaltet, beziehungsweise... Achso, über die Aufbaubatterie. Ja, und ich habe dann hier auch die Möglichkeit, das Bett über diese AUX-Tastatur eben halt rauf und runter zu fahren. Ich muss nicht in den Kofferraum. Ich muss nicht in den Kofferraum. Nee, doch, das muss ich auf jeden Fall in den Kofferraum. Achso, falls Aus was drunter ist. Sicherheit, falls was drunter ist und man hat es vergessen. Ja, aber Also hier schalte ich, hier sehe ich im Prinzip die Batterie, die Stände vom Wasser. und alles mögliche. und das so kann weiter. ich hier entsprechend abfragen. Ich kann aber auch in einen Nachtmodus schalten. Wenn ich jetzt hier reingehe, ist es so, wenn ich jetzt überall Licht hätte, was ich ja habe, dann kann ich hier über... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Da unten ist der Hauptschalter übrigens. Das Ja, heißt, genau. ich kann direkt am Eingang ein- und ausmachen. Hier sieht man, es ist ein Android. Android-System. Ja. Und dann kann ich hier auf einen Schalter bringen und kann einen Nachtmodus machen, indem ich das einfach Im alles Prinzip so Atmosphäre auf Knopfdruck. So ist das. Gemütlichkeit auf Knopfdruck. Genau. Ich zeig dir mal gerade, wie süß du da sitzt, ja, mit den Beinchen da. Und ich finde halt, das habe ich gerade schon gesagt, bei meiner Omi, ich war früher viel bei meiner Omi und die hatte so eine Eckbank und ich fand das immer total gemütlich. Die hat dann irgendwas gemacht, gekocht, gebügelt und ich saß immer auf dieser Eckbank und das Vorname erinnert mich von so der daran. Omi, wie hieß sie? Elisabeth. Elisabeth. Ja, das war die Elisabeth.
Sie Genau. ist schon tot? Sie lebt leider nicht mehr. Oh. Ja, aber mein Oppi hat diese Eckbank immer noch. Aber wir sitzen nicht mehr Wie so alt oft ist da. Elisabeth geworden? 78. 78. Aber mein Opa, der lebt noch. Meine Schwiegermutter ist jetzt 93 geworden, ihre Schwester 95. Also Du hast gute Gene. ich habe sie ja nicht, aber meine Frau hat ja die guten Gene. Aber meine Großmutter ist 104 geworden. Also Wow. es könnte durchaus sein, dass ich also auch noch mit 83 Wohnmobile verkaufe, aber das will ich gar nicht mehr. Toll. Ja, hier vorne hat man die Küche. Da sieht man hier so das Design. Alles ist indirekt beleuchtet. Auch hier haben wir jetzt hochwertige Beschläge, zum Beispiel ein guter deutscher Beschlaghersteller, Hettich, den ich ja auch aus meiner früheren Tätigkeit kenne. Dann haben wir hier so ein bisschen, ich sage immer für Knorr, Salatkrönung und für Tütensuppen. Und für Du bist so ein Knorr-Typ. Nee, das nicht. Fertig. Nur frische Sachen gibt's. Dann haben die Softklos natürlich, wie bei allen, aber da muss ich eine gewisse Geschwindigkeit haben, weil durch diese Verriegelung ist das Softklos dann auch ein bisschen gestört. Ich finde die Farbgestaltung hier total schön mit dem Schwarz und mit dem Gold. Also das gefällt mir richtig gut. Schwarz und Gold? Ja, Wo? das ist Da. so ein bisschen Gold. Und Das ist mal was anderes. Das ist mal was anderes. Und Noch ein anderes Holz, wobei die dann alle in Schwarz sind, so wie hier. Das sieht auch sehr gut aus. Das macht noch ein bisschen, ist noch ein bisschen spritziger. Hier habe ich wieder die partielle Tür, ne? Einmal für das WC und einmal um die Bereiche zu trennen, aber gleichzeitig auch hier dann fürs Raumbad bzw. um das Schlafzimmer zu separieren. So, zeigen wir noch mal kurz den Kühlschrank. Der ist hier, großer Kühlschrank. Den kennen wir schon. Genau. sehr schön. Viel Platz. Und ich glaube, hier unten haben wir sogar auch noch ein Fach. Ne? Ja, mal auf. unten ist jetzt ein Bitte? Fach. Ich sage mal, das ist für Pfannen. Ah, ja. Ne? Flach und schwer. Und flach und schwer, wenn die unten liegen, oder man kann da auch. Steffi, da? Was ist da in der Klappe? Ein Geheimfach. Ein Geheimfach? Nee, da müsste ein Tank drunter sein. Nee, das ist dann das Stauraum. Doch, das ist das Geheimfach. Wenn wir einen Teppich drüber legen. Und hinter dir ist auch einer? Ja, da wird sie jetzt überrascht. Das ist wahrscheinlich der goldene Topf. Darunter ist jetzt der Tank. Ah, okay. Und, sollen wir es mal kurz suchen? Ja, Einmal schauen. genau. Das ist jetzt der Frischwassertank. Zum Reinigen, das heißt, ich kann den öffnen, kann den komplett auswischen, kann es auflassen im Winter. Ja, und ich muss den dann auch mal reinigen, weil das verschleimt ja irgendwann mal. Ne? Das ist wichtig. Aber dahinter haben wir auch noch Platz? Oder Da ist auch noch. da nicht? Nee, das ist noch Stauraum. Ja, da muss ich ja nicht immer ran. Neben dir, Steffi, auf der rechten Seite, wenn du gleich mal zumachst, dann zeige ich dir noch ein Detail. Wenn man reinkommt und du mal kurz rausgehst, da ist ein Schuhfach. Ein Schuhfach, genau. Das ist dann einfach nochmal feste drücken, dann kommt's. Und jetzt fest auf. So. Oh, wow. Das heißt, Schlappen, Da ist auch wirklich nochmal richtig viel Platz. das heißt, die ganze Bank drunter ist quasi Schuhfach. Die ganze Bank ist ein Wobei manche nehmen dann auch so kleine Körbe, stellen die da rein, damit sie da besser das Hantieren organisieren können. Ne? Genau, hier vorne ein großes Fach, mach mal auf. Großes Fach, da ist jetzt nochmal Technik für die Sattanlage drin. Auch Also ich habe noch Luft nach oben hier. Ja. Spiegel ist drin, der ist zwar klein, aber ich sehe mich komplett. Hallo? Finde ich Da immer bin ganz wichtig, dass man sich komplett sieht. Es fehlt mir manchmal sogar in Hotelzimmern, wenn es keinen Spiegel in ganz gibt. Hat er ein Handy? Ja, das stimmt. Entschuldigung? Ich habe gesagt, man hat ja ein Handy, wenn man keinen Spiegel hat. Dann kann man sich im Handy angucken, aber Schminken im Handy ist schlecht. Das ist schlecht. Ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Bei dir auch nicht so gut. Nee. Nee, bei mir auch nicht. Ich habe mich heute Morgen ohne Handy geschminkt. Ja, hier ist nochmal Handtuchhalter, aber auch eben halt für nasse Sachen, wenn man vom Wandern wiederkommt. Und was Jacken oder was weiß ich, Skifahren, da kann ich hier reinhängen. Manche sagen, die brauchen die Dusche überhaupt nicht und benutzen den also quasi wie so einen Ersatzkleiderschrank oder packen da unten für den Hund nochmal irgendwas rein. Man kann hier auch im Prinzip ein Hundekörbchen reinmachen, Ja, ja. oben die Kleider reinhängen. Duschen brauchen wir ja nicht. Warum sich waschen? Ja, oh Gott. Nee, das wird überbewertet. Das wird überbewertet. Oben habe ich natürlich ein Loch, da kann ich auch machen. Und kann richtig schön entlüften, wenn es mal kalt ist. Und jetzt kommen wir. Steffi, komm mal her. Du musst mal hier auf die rechte Seite gehen, denn das ist das Queensbett. Der Vorteil ist, du hast viel mehr Raum, du kannst stehen, du musst nicht hochklettern. Ja, das stimmt. Und man kann also vorne wunderbar schön ins Bett rein. Ne? Also, wie
Sehr viel. genauso. Also es ist wirklich, ich darf das Bett wieder testen. Genau. Ich hab mal eine Bitte. Ja. Ich weiß, ihr kennt euch noch nicht so lange, aber vielleicht könnt ihr euch mal nebeneinander legen. uns Ja, jetzt komm. mal nebeneinander. Ja, komm. Meine Frau wird wahrscheinlich, wenn die das sehen würde, die wird wahrscheinlich sagen, Ich will nämlich nur mal zeigen, du bist 1,80 Meter und viele sagen, Queensbett hat man ja keinen Platz. So, wir haben genug Platz. Locker, oder? locker. Hier auch wieder mit Leselicht und dann die entsprechenden. Schränke. Schränke. Mach mal auf, bitte. Kann man die Füße gucken. Da ist noch mit Rausfallschutz. Das Coole ist, ich komme an der Seite ran. Ich muss nicht übers Bett klettern, für an die Schränke ranzukommen. Hängeschränke mit Beleuchtung. Zweimal. Das ist das, was gefehlt hat bei den anderen, gell? Da waren Ja. zu wenig Kleiderschränke. Ja, irgendwie schon. Aber ja. Wobei bei den Einzelbetten, das ist der Vorteil hier bei Pilot, die haben an den Einzelbetten am Ende, am Fußende jeweils eine Klappe mit großen Hängeschränken. Da kann ich richtig viel unterbringen. Das wäre jetzt so was als Mädchenfahrzeug, wo wir Als gerade Mädchen. drüber gesprochen haben. So. Aber hier unten ist, was ist das hier? Hier ist ja auch noch wahrscheinlich. Das ist die Rolllade, falls also das Bett in der Höhe verstellt wird. Ja, ja. Ich war gerade eben drin und habe das gezeigt. Das Soundsystem ist cool angebracht, wenn ich Fernsehen gucke hier hinten. Hier könnte man den Fernseher installieren? Nee, da Ja. geht's nicht. An der Seite nicht, auf der anderen. Meistenteils wird er hier installiert. Ja, weil hier die ganzen Anschlüsse sind und dann geht er schräg weg und dann kann man den. Also im Prinzip Fernseher kann ich bestimmen, wie ich will. Ihr baut es ein. Wir bauen das ein. Wir bauen alles ein. Also Das heißt, ihr habt eine Werkstatt, ihr könnt modifizieren. Werkstatt. Also es gibt nichts, was wir hier nicht machen. Bei dem Motor ist es so, da habe ich ja über Fiat die Möglichkeit, jeden Fiat-Händler aufzusuchen. Da muss ein Unternehmen zertifiziert sein für. Ne? Schön. Kann ich das Fenster Guck mal, hier Licht. öffnen? Ja, das Mach. kann ich dir, ja. Das Mach mal bitte. Die Steffi so darf wild, mal. nicht so das wild. ist gezeigt. Ah, es wird gekurbelt. Okay. Die Ambientebeleuchtung cool, oder? Das ist schön, ja, finde ich auch. Das macht das Ganze so entsprechend wohnlich. Wenn ich jetzt aber hier eine Klimaanlage reinmache, also meistenteils wird hier das an der Stelle klimatisiert. Man kann es aber auch, das machen wir oft, in der Mitte reinsetzen, also für beide Seiten. Ist ein bisschen ruhiger. Dann bleibt das mal kurbel mal drehen, wieder genau. Okay. Das Ja, wenn man wird sich dann immer abgesprochen. Heute kurbelst du. ja, ich sag mal, bei den Sachen, die sind noch so neu, ein bisschen Silikonspray und das Ganze läuft sehr, Nein, ich mach vorsichtig. sehr geschmeidig und dann ist das. Das geht aber nicht direkt kaputt, oder? Nein, ach Quatsch, nein. Aber man merkt das aber auch, wenn man das anfasst. Man muss wissen, wie das läuft. Deswegen ist es ja wirklich so, dass wir dann die Leute, die das kaufen, da in so einer zweistündigen Aktion über alles informieren, ne? Mit denen Stück für Stück durchgehen. Also jemand einfach, jetzt hast du das Fahrzeug, fahr mal, das geht einfach nicht. So, große Dusche ist mit drin, Kleiderschränke haben wir gezeigt. Hier kann ich richtig schön duschen. Und dann natürlich fürs kleine Geschäft oder große Geschäft habe ich eine eigene Toilette. Jetzt natürlich in Zeiten von Corona ist das Gold wert. Das ist die Tür, die ich zumachen kann. Ja. Habe ich meine Ruhe, kann hier auch nochmal schließen und habe dann wirklich ein Raumbad. Absolut, ja, absolut. Habe auch direkt alles, die Schränke da, wo ich es brauche, kann mich umziehen, duschen, umziehen, alles drum und dran in einem Raum und kann zumachen, wenn ich Besuch habe. Das heißt, wenn ihr mal kurz zumacht hier, seid mal gerade so lieb. Ja. Oben ist so eine Klappe. So, und jetzt habe ich zu und dann kann jemand mal auf Toilette gehen, mache jetzt hier noch zu und muss nicht immer alles wie auf dem Präsentierteller mein Schlafzimmer zeigen. Und auf der Toilette ist, glaube ich, oben noch das Oberlicht. Ne? Ja. Also das kann ich schön aufmachen. Zum Lüften, fürs große Geschäft. Genau. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, die Toilette mit dem Sog auszustatten. Sog, was ist das? Das ist empfehlenswert. Das ist eine kleine Einrichtung, elektrisch. Die zieht dir quasi, ich sage das immer so lax, den Pust vom Popo. Zum Nachbarn. Nach draußen hin. Okay, verstanden. Oder zum Nachbarn. Ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Da sind so Ablagen an der Seite, die, glaube ich, sehr wertvoll sind. Das ist wertvoll, oder? Ja. Was vielleicht sogar auch wertvoll ist, es gibt ja Leute, die haben eine Schlafapnoe. Ja. Sie stellen hier ihr Gerät rein, dann haben wir das schon mal mit so einem kleinen Kabel
Schlafapnoe heißt, die kriegen keine Luft Die nachts. kriegen keine Luft, die haben Schlafaussetzer, die arbeiten mit so einem Sauerstoffgerät. Ja. Und die können dann hier über so einen Kabelkanal einfach das Gerät nach innen stellen. Die Geräte sind ja auch mittlerweile leiser geworden. Aber das gibt viele, die haben das. Achso, da drin ist dann leiser. Da Das ist heißt, das Gerät, das ist leiser und das macht ja Geräusche. So. ja, du kannst es innen dann auch noch isolieren. Das heißt also richtig klasse. Du kannst das isolieren, das ist weg und Muttern kann dann, wenn Vattern oder umgekehrt, das hat dann auch einfach mal ein bisschen schlafen. Einstieg, ja. Alles ist natürlich wie überall bei allen Wohnwagen und Wohnmobilen mit Fliegenschutz und mit Verdunklungssystem ausgestattet. Von unten nach oben. Das heißt, hier kann keiner reingucken. Ich kann ein bisschen auflassen, wenn ich will. Dann sehe ich mal ein bisschen noch. Genau. Aber es kann keiner reingucken. Es kann keiner reingucken. Es gibt Fahrzeuge, die haben ja dann auch die verdunkelten Scheiben. Die kann ich ja bei Tag überhaupt nicht reinschauen. Ne? Auf Wunsch. Auf Wunsch. Kann man kriegen. So, das heißt, ihr habt Lagerfahrzeuge da? Ja, wir haben noch ein paar Lagerfahrzeuge da. Also die wollen, die sollten sich beeilen. Das ist so. Die nächsten, also ist im Moment Lieferzeit ist ein echtes Problem geworden. Ja. Wir haben hier noch 2021er Modelle, die haben wir drüben stehen von Pilot. Die sind noch eine Woche hier und zwar sind das die Fahrzeuge, die auch wieder ins Werk zurückgehen. Ne? Wieso gehen die zurück? Das waren für die Messe. Die Fahrzeuge für die Messe, die wir hier hingekriegt haben. die sind jetzt noch hier. Die sind noch hier. Haben wir ein Glück, oder? Ja, absolut. Da können wir ein bisschen Pilote filmen. Ihr habt viele Marken, muss man sagen. Ihr habt nicht nur Pilote, sondern ihr habt... Trusco, Pilot, Hobby, Le Voyageur. Hobby hat jetzt auch eine neue Wohnmobilserie, sehr, sehr schmal, habe ich Sehr gesehen. schmal, 2 Meter. Knapp 2 Meter, ja. Nee, knapp 2 Meter, genau. Ja, genau. Und 2,16 Meter Versionen auch dabei. Also Wahnsinn, die 2 Meter Version ist eigentlich ein Kastenwagen, aber als Wohnmobil. als Wohnmobil, ja. Man merkt diesen Infarkt, in Anführungsstriche, in der Mitte merkt man dann zwischen Küche und der Toilette. Das, Wie hast du das genannt? Infarkt. ja, da wird's eng, da verengt sich's. So. Infarkt, bitte erwähne das Wort nicht, ich bin schon 52. Dann, Kriegst du dann Angst? Steffi, wenn du mal aufmachst bitte, hinten, was kann man da also aufmachen? Unterhalb? Ja, Unterhalb. Moment. Einmal nur ziehen, kräftig ziehen. Achso. Moment, ja. Also, Noch ganz nur neu. eingehakt. Mhm. Ist noch ganz neu, deswegen. Sieht auch sehr schick aus. Ich finde das schön, ne? Es kann halt nichts rausfallen. Ja, du hast den Vorteil, du kriegst alles unter im Prinzip, ne? Auf kleinstem Raum. Und wir haben ja vorhin mitbekommen, gerade bei den Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen, der ist ja jetzt hier etwas mehr, ist es tatsächlich so, dass man einfach sparen muss mit entsprechenden Dingen, die man mitnehmen will. Ne? aber hier brauche ich gar nicht sparen. Hier brauche ich nichts sparen. 1,2 Tonnen, glaube ich bin mir nicht ganz sicher, Zuladung, da kannst du alles mitnehmen. Ja, Da kannst du sogar einen Roller mitnehmen. absolut. Hier passt wirklich alles rein. Und man kann eine Anhängerkupplung dran machen, einige ziehen sogar kleine Autos. Ja, und das Schöne daran ist, dass Pilot, Zugfahrzeug und zuziehendes Fahrzeug dürfen zusammen 6 Tonnen haben. Das heißt, wenn ich ein 3,5 Tonnen Fahrzeug habe, kann ich 2,5 Tonnen ziehen. Das heißt, das war zum Beispiel bei meiner ersten Messe so, dass eine Frau gesagt hat, als ich das erwähnt habe, sie können einen Pferdeanhänger ziehen, da sagte sie zu mir, woher wissen Sie, dass ich einen Pferdeanhänger ziehen will? Ich sage, das ist der Aber Zufall. du denkst wirklich an alles. Ja, das ist mir muss auch man schon ja, aufgefallen. Du denkst wirklich an alles. Pferdehänger, Schlafapnoe-Gerät, also Ja, aber das sind die Dinge, die ja auf einen zukommen, ne? Wo die Leute das und das haben. Wir haben zum Beispiel bei einem Fahrzeug von Pilot, das ist ein extra Heckbad, die haben nur ein Hubbett, ein sehr interessantes Fahrzeug. Das Hubbett geht bis 80 cm runter und da gab es eine Frau, die hatte HS, Was ist das? nicht HS, wie heißt MS. es? MS, Entschuldigung, Ja. MS. Die musste sich auf der Toilette abstützen und das war eine Möglichkeit, dass sie sich abstützen konnte und konnte sagen, ja, da kann ich mich gut bringen. Also total individuell, ne? Das ist ja das, was man damit sagen kann. Das Die heißt, Leute- für jeden, jeder braucht was anderes und für jeden ist es möglich. Und Die das ist Leute halt wollen schön. ja auch nicht auf das verzichten, was sie zu Hause haben. Ja, ne? Also das kommt auch der noch Komfort soll nicht schlechter sein. Wir haben jetzt unvorstellbar viele Abrufe. Wir gehen auf die 10 Millionen zu im Monat. Die Leute gucken sich gerne sowas zu Hause mal an. Corona, ich sag mal, wenn ich hierher komme, mache Rundgänge, ihr könnt immer nur eine Gemeinschaft zeitgleich darf ins Auto. Also im Moment ist das so und im Moment ist es auch so, dass wir nicht mit in das Fahrzeug reingehen. Das heißt, wir bleiben draußen und wenn, dann schützen wir uns auch mit dem Mundschutz. So ist das. Für die Dreharbeiten haben wir es jetzt nicht.
Aber Wir haben wir halten genügend- Abstand. Genügend Abstand und dadurch, dass wir alle getestet sind, haben wir ja den großen Vorteil, dass wir sagen können, das war ja vorher abgesprochen. So, ich zeig's mal gerade hier vorne. Ja, Corona, das Jahr 2020. Wenn ich hierher komme, am besten Termin machen oder so zum Gucken kann ich einfach vorbeikommen. Immer. Also jederzeit. Wir haben im Prinzip von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag bis 15 Uhr. Und ihr seid in der längsten Wohnmobilstraße der Welt, kann man das sagen? Das ist die Kölner Straße hier in Mülheim an der Ruhr. Die ist berühmt bekannt, da hat der WDR, glaube ich, mal drüber berichtet, oder NDR, genau. wer auch immer. Der WDR hat berichtet. Da warst du sogar drin. Da war ich sogar drin, ja genau. Und ich sag mal die Zeitungen, weil das eben halt sehr ungewöhnlich ist. Ne? Ja, das hat sie schon entdeckt. Ich muss sagen, Soll ich mal die Toilette drehen? man kommt ja nicht umher, was zu lernen dabei, oder? Nee, ich finde das total spannend. Also trotzdem entdecke ich immer wieder irgendwelche neuen Dinge und das finde ich so schön. Wo wäre denn das Klopapier? Das habe ich nämlich gerade gesehen, das fand ich sehr cool. Hast du schon Dann entdeckt? kann man das hier reinhängen und hier rausziehen. Genau. Das ist auch super, Damit es geschützt ist, damit es keiner stiehlt. damit es keiner klaut und damit man auch schön... Mal lach drüber. Du kannst dich noch daran erinnern, wo die März, April das Klopapier ausverkauft war? Ja, da weiß ich, da habe ich für 19 Euro, glaube ich, ein Riesenpaket gekauft, Warst du auch weil wir so kein... einer, der das gehortet hat? Ja, nee, Du ich hab warst nicht, auch so Ich habe nicht einer. gehortet, sondern ich bin ja quasi reingelegt worden, weil in Anführungsstriche 3 Tage später war es für 3,95 Euro da. Aber diejenigen, Okay. die an den Tankstellen gehortet haben, die haben richtig Geld gemacht. Aber gut. So ist es. Angebot und Nachfrage. Wir sind ja in der Marktwirtschaft und ja, ich hoffe, dass wir das so schnell nicht mehr erleben. Die Leute sich jetzt ein bisschen darauf eingestellt haben. Undenkbar, was in diesem Jahr passiert ist. Wie hast du es erlebt, Corona, Steffi? Ja, ich habe dem Ganzen erst ein bisschen, ich habe das erst nicht so geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und fand aber krass, wie die Menschen da reagiert haben und wirklich einfach die Geschäfte leer gekauft waren. Also man ist in den Laden gegangen und es war nichts mehr da oder auch diese Toilettenpapiergeschichte oder auch, dass einfach die Menschen einem anders begegnen. Ich umarme gerne oder ich fasse Leute gerne an und sage gerne Hallo. Das darf ich jetzt nicht mehr und das ist schon ein bisschen komisch für mich. Kreuzfahrten. Die Industrie ist ja komplett am Boden. Viele waren ja auf Kreuzfahrten. Die Lüftungssysteme in den Kreuzfahrtschiffen haben ja das Virus prima verteilt. Kannst du verstehen, dass ältere Leute, so ich sag mal 50 plus, da im Moment keinen Bock drauf haben, Fernreisen zu machen oder Kreuzfahrten oder sich überhaupt mit vielen Menschen zusammen in einen Raum über Stunden zu begeben? Ich kann das total verstehen, weil ja auch immer noch nicht richtig klar ist, wie funktioniert das Ganze. Und gerade wenn man älter ist, ist man ja vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger oder auch Risikogruppe. Und dann möchte man sich dem Ganzen ja nicht aussetzen. Und dann finde ich, ist das hier, was wir jetzt hier uns anschauen, einfach eine mega Alternative. Einfach mal gucken. Also wichtig sind ja unsere Videos, wir wollen ja informieren. Viele sagen dann hier, Steffi, mach mal das, mach mal das. Man muss ja auch mal sehen, wie ist so die Haptik, wenn du reinkommst. Ich meine, wir beschönigen ja nichts. Wenn wir was schön finden, dann sagen wir, es ist gut. Dir gefällt auch nicht alles, aber es gibt immer Leute, denen gefällt das. Also ich finde jetzt wirklich überall, dass es sehr hochwertig ist. Also dass das jetzt keine Türen sind, die ich jetzt die hier rumklappern. einfach, die rumklappern oder die ich jetzt irgendwie so ins Schloss ballern kann, jetzt mal so salopp gesagt, sondern es ist wirklich wie zu Hause. Ne? Also es ist Also der hat sogar einen Vorteil, der hat so einen Magnet. Ne? Da schließt Ja. das Ganze, da kommt ein Magnet raus und schließt das Ganze. Schließt automatisch. Ich kann die Tür aber dann auch Verriegeln. schließen. Wenn ich mal aufs Klo bin. Aber nochmal auf Corona zurückzukommen, natürlich ist das so, also meine Frau ist Krankenschwester, mein Sohn studiert Medizin und arbeitet aber, weil er Krankenpfleger gelernt hat, auch noch im Krankenhaus in der Infektiologie. Der hat als erstes, als er nach Hause gekommen ist, gesagt, Papa, du musst dich schützen, du gehörst zu einer Risikogruppe und. Also der hat dann auch schon die 90-jährigen Leute da gesehen, die dann schwerst beatmet wurden und so weiter. Ne? Sag mal, wenn du bist jetzt 68. Alte Leute für dich, wie alt sind die denn? Also ich sag mal, die fangen so vielleicht bei 85 an oder so. Gibt es überhaupt noch alte Leute? Nein, eigentlich nicht. Also wenn ich an meine Kindheit denke, meine Großmutter, als die 70 war, war die für mich uralt, aber heute 70-jährige Leute, die... Na, also ich habe hier einen Kollegen, der sagt zu mir, was läufst du immer mit Rot hier rum? Ihr habt hier eine Frau, die noch verkauft, die weit über 100 ist, oder? Nee, die ist 80 hier. Das war ein Scherz. Nee, ein Stückchen weiter runter. Aber ich sag meinem Kollegen,
Kollegen immer, guck mal, die Queen trägt auch rote Sachen und bunte Sachen, die muss man ja auch erkennen. Und Man kennt sich hier in Mülheim an der Ruhr, an der Straße. Man geht auch mal ein Bier trinken. na, das weniger, das weiß ich nicht, wie das meine Kollegen machen. Aber ich mache das zum Beispiel so, wenn Leute hier hinkommen und die finden bei uns nichts und suchen wirklich was, zum Beispiel bei Wohnwagen oder so, dann sage ich, gucken Sie mal, da ist der Händler, da ist der Händler, da ist der Händler, da ist der Händler. Ich finde, das ist so auch so eine Frage der Fairness. Auf die Du anderen machst das auch mit so hinzuweisen. Karten. Du gibst den Karten mit so einem Code wie in der Türkei. Nein, das tue ich Bei der Disco. Das tue ich nicht. Ich versuche einfach. Gehen Sie mal dahin, sagen Sie mal einen schönen Gruß hier vom. Doch, eine Karte habe ich schon mal abgegeben von mir, aber das ist ein Cousin, der ist ein bisschen weiter runter. Okay. Nicht von mir, sondern von unserem Chef. Da habe ich gesagt, schöne Grüße von mir. Ich glaube, der hat das, was du suchst. Das muss man ja auch machen. Ne? Ich finde, Ist noch recht jung, der Chef hier, oder? ja, der ist etwas über 30. Es sind junge Türken. Haben aber vom Vater irgendwann mal Gebrauchtwagenhandel übernommen und haben das hier aufgebaut und das machen sie sehr professionell. Man muss sagen, Türken sind ultra gute Geschäftsleute. Ja, Das ist, ja. also wenn ich kriege immer Angst, ja, wenn ich mit Türken zu tun habe, weil die mit ganz jungen Jahren schon lernen, das ist das, was du in der Schule nicht lernst. Ja, die sind unglaublich geschäftstüchtig. Absolut. Und was ich gut finde, ist, wenn ich meine Rechnung einreiche, ich bin ja quasi selbstständig, wenn ich die einreiche, dann ist es so, ich habe streckenweise am gleichen Tag mein Geld. Also Oh, das tut mir leid. das ist sehr schön. So, komm, wir gehen mal kurz raus. Nee, aber ist ein sauberer Laden, sage ich jetzt mal hier. Den gibt es schon länger? Ja. Den gibt es schon länger. Also ich sag mal, Ja gut, wenn der Chef 30 ist, dann kann es ja nicht so lange geben, oder? nee, aber das Unternehmen hat ja klein angefangen, irgendwo in Oberhausen oder in Mülheim und hat dann irgendwo die Fahrzeuge so verteilt gehabt in der Straße, dass man die immer hin und her schieben und hin und her fahren musste. Und hier dieses Gelände gibt es jetzt so seit 5 oder seit 6 Jahren. Sag mal, YouTube ist ja für euch eine gigantische Informationsquelle. Kunden kommen ja oft rein, haben die Autos schon gesehen. Ja, die sagen dann auch immer, ich habe sie im Fernsehen gesehen. Echt? Ja, das So, das wird jetzt ganz schlimm werden für dich. das denn, kann passieren. Hoffentlich nicht. wir hatten, schaffst das. wir hatten 2,2 Millionen verschiedene Zuschauer letzten Monat. Das ist Wahnsinn. Das ist so, die Leute Camping, ich glaube, die sind fasziniert davon rauszukommen, oder? Was denkst du? Ich glaube auch, es ist eine Alternative zum Fliegen, Ja. weil viele ja auch Angst haben zu fliegen und ich finde einfach, dass was toll ist, man kann sich bewegen. Du fährst einfach los und guckst, wo du landest und das finde ich so spannend. Stark ist bei der Zuladung hier, du kannst alles drin lassen. Das heißt, du kannst das Ding fix und fertig gepackt stehen lassen. Wenn du Bock hast, fährst du los, Enkelchen kommt, ab geht's. Stellplätze. Es gibt tausende von Stellplätzen mittlerweile. Ja, absolut. Und es gibt große Firmen, die zum Beispiel Parkplätze haben, die dann auch sagen, wir haben dann noch Platz für ein paar Wohnmobile. Und das Gaststätten mittlerweile, da Ja, gibt es ja. Führer, da kann man sich hinstellen. Das ist offiziell auch genehmigt. Da dürfen aber keine Wohnwagen drauf. Das ist den Wohnmobilen vorbehalten. Ja, genau. Die Wohnwagen haben eine andere Priorität. Die darf ich zum Beispiel 14 Tage irgendwo am Straßenrand stehen lassen. Sag ich mal, muss die aber dann versetzen. So, das heißt, ein Wohnmobil ist ein angemeldetes Fahrzeug. Das kann ich überall mit hingeben. Und die meisten sagen dann, wenn sie Städtereise machen, dann fahren sie mal zu Aldi oder zu Lidl auf dem Parkplatz, holen noch frische Ware, sagen, wenn Sie mal, wir wollen noch ein bisschen Shopping machen, wir haben uns da hingestellt. Kein Mensch hat da was gegen. Und das läuft eigentlich ganz gut. Naja, das ist richtig. Das hängt aber von der Länge des Fahrzeuges ab. Also beim Le Voyageur von 9,30 Meter ist das natürlich... Passt noch. Ja, aber dann nimmt man halt zwei Plätze. Man stellt sich. Nein, ich habe gemerkt, bei Lidl, Aldi, du stellst dich dann irgendwo ans Rand, wo keiner steht. Sonst keiner hin. Die wollen ja alle nicht laufen. Ne? Ja. Cool. Komm, wir gehen mal raus, mal ein Upload. Deine Lieblingsmarke, eine Lieblingsmarkenpilote? Schon. Ne, eigentlich nicht. Ich finde eigentlich alle ganz schön. Welche Fahrzeuge, was ich gut finde, ist, es gibt ein voll integriertes Fahrzeug mit 6,50 Meter, den fand ich ganz gut. Und zeigen wir gleich noch. Den haben wir leider nicht hier. Echt? Leider. Hast ihn weggefahren für mich. Verkauft. Wir wollen ja auch verkaufen. Du hast ihn verkloppt. Wir leben ja vom Verkauf. So ist es. Ja, komm, wir machen noch ein Aber bisschen. wir haben ja mit Steffi demnächst eine Kundin aus der Nähe und auch mit Begeisterung. Ich fahre dann alle Probe und dann berichte ich darüber. So, hier ist uns noch eine Tuma 6 ist hier drin. Genau. Und die schön. lässt sich dadurch... Die macht auch warmes Wasser und warm Luft. Es ist eine Luftheizung, aber macht richtig schön warm. Ist ganz unproblematisch, muss man sagen. Du machst sie an, sie geht. Im Sommer 40 oder 60 Grad heißes Wasser und im Winter 60 Grad mit Heizung. So, komm, wir stellen es mal hinten hin. Ihr habt tatsächlich so viele Fahrzeuge, dass ihr sie schon verkaufen müsst. Mit Queensbett, der Pilote
zeig's mal gerade an der Seite. Das Modell heißt? 740C. 740C. Sensation-Ausführung. Sensation. War das eine Sensation für dich? Ja, definitiv. War auf jeden Fall sensational. So, dann Abmoderation. Stellt euch noch mal kurz hin. Da steht er mit Queensbett, der Pilote. Und tschüss euch beiden. Ciao.